Willkommen zu einem neuen Mozartkugel-Video. Heute möchte ich mir die Eigenmarke von Rossmann anschauen, also die Mozartkugel von Das Exquisite. Die habe ich mir eigentlich schon mal vor einigen Jahren hier im Kanal angeschaut, aber als ich die neulich gesehen habe und was hier auf der Verpackung abgedruckt ist, dachte ich mir, das schaut eigentlich ein bisschen anders aus. Also ja, höchste Zeit, das noch einmal mir hier im Kanal näher anzuschauen. Das heißt, ich möchte dann die Kugel hier mal auspacken, euch dann den Querschnitt in der Nahaufnahme zeigen und außerdem am Schluss einen längeren Geschmackstest machen, damit ihr da so eine grobe Vorstellung zumindest bekommt, wie die Kugel denn schmecken könnte. Und als zusätzlichen Bonus möchte ich dann auch mit dem damaligen Videomaterial diese hier jetzt vergleichen und dann schauen quasi, ja, ist die Kugel jetzt wirklich anders? Ist sie nur auf der Verpackung anders? Ist sie innen anders? Wo sind hier sozusagen die Unterschiede zu damals? Aber ihr seid jetzt sicher vor allem gespannt, wie die Kugel denn näher ausschaut. Und ja, ich auch schon sehr eigentlich. Deswegen schauen wir mal rein. Und hier sieht man jetzt den Aufbau dieser Mozartkugel. Also hier eine Schicht Marzipan, weißes Marzipan in dem Fall, dann ein Nougatkern und hier unten dann grünes Marzipan. Hier dann eine Schicht Milchschokolade und außen eine Schicht Dunkelschokolade. Also die genaue Zuordnung zu den Inhaltsstoffen traue ich mir hier natürlich nie so ganz zu. Aber nachdem hier auf der Verpackungsrückseite zwei verschiedene Formen vom Marzipan angegeben sind, nehme ich an, dass hier das grüne das Pistazienmarzipan ist natürlich und das weiße das Edelmarzipan. Nun kommt also auch noch der versprochene Vergleich. Wie ihr hier sehen könnt, als ich mir die Kugel das erste Mal im August 2021 angeschaut habe, war sie noch anders eingewickelt. Das heißt, da hat sich auf jeden Fall etwas geändert in der Verpackung, wenn man das jetzt so direkt vergleicht. Und auch wenn man jetzt hier den Querschnitt sich anschaut, damals war die Kugel vom Querschnitt her sozusagen horizontal aufgebaut. Das heißt, die unterschiedlichen Marzipan waren links und rechts. Und das war auch eher breiter, während hier jetzt das Marzipan quasi horizontal aufgeteilt ist. Also eben oben das Weiße, unten das Grüne und in der Mitte in beiden Fällen natürlich das Nougat und die Kugel auch generell eher in die Höhe gewachsen ist, also eher so kugeliger ist und nicht ganz so in der Breite. Und wenn wir uns jetzt auch noch die Verpackungsrückseite anschauen im Vergleich, dann sieht man hier auch unterschiedliche Inhaltsstoffe, eine unterschiedliche Aufteilung von diesen Inhaltsstoffen und leider auch in beiden Fällen keine genaue Angabe, wer der Hersteller ist. Daher ist das natürlich immer eine gewisse Spekulation, aber zumindest der Inhalt von der Kugel hat sich offensichtlich verändert. Und zum Abschluss folgt noch der Geschmackstest. Okay, also wenn ich euch jetzt eine Skala einblende, kann ich sagen, bei
dieser Mozartkugel, die ist eher auf der Marzipanseite anzusiedeln. Ist jetzt wahrscheinlich auch keine so große Überraschung, wenn ihr euch auch vorher die Inhaltsstoffe, die ich eingeblendet habe, näher angeschaut habt. Also der Nougat ist ja mit 14% angegeben. Es sagt eigentlich nicht immer was aus, vielleicht muss man dazu sagen. Also manchmal gibt es halt auch unterschiedliche intensive Nougats und auch Marzipans. Aber in diesem Fall, die Kugel besteht viel aus Marzipan und daher schmeckt sie auch logischerweise sehr stark nach Marzipan. Also für diejenigen unter euch, die große Fans von Marzipan sind oder Mozartkugeln, die stark nach Marzipan schmecken, eine gute Wahl. Diejenigen unter euch, die sagen, sie hätten gern lieber etwas mehr ausgewogenere Kugeln, die vielleicht beides haben oder generell stärker nach Nougat schmecken und nicht so stark das Marzipan im Vordergrund haben, dann werdet ihr wahrscheinlich hier nicht ganz so glücklich werden. Ja, und ich hoffe, ihr konntet auch im Vergleich, den ich vorher eingeblendet habe, sehen, dass sich diese Kugel offensichtlich verändert hat. Also wenn ihr jetzt schon seit einigen Jahren diese Mozartkugel nicht probiert habt und auf etwas Neues gespannt seid, dann lohnt sich das auf jeden Fall. So rein in meiner Erinnerung würde ich sagen, das Geschmackslevel ist circa gleich geblieben. Also zumindest eine eher, sagen wir mal, marzipanhaltigere Mozartkugel ist es weiterhin geblieben. Das heißt, wenn euch die letzte geschmeckt hat, die letzte Variante davon, dann werdet ihr wahrscheinlich mit dieser hier ebenfalls glücklich. Es gibt aber nicht nur von Rossmann Mozartkugeln, sondern tatsächlich habe ich schon über 80 verschiedene gefunden. Ich blende euch dazu dann auch am Ende von dem Video eine Playlist ein, damit ihr euch da vielleicht ein bisschen durchklicken könnt, wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, wie Mozartkugeln denn generell so innen ausschauen. Zusätzlich, was ich auch nicht vergessen wollte, schreibt mir gerne unten in den Kommentaren, wie denn jetzt euch diese Mozartkugel schmeckt oder wo ihr denn die jetzt geschmacklich einordnen würdet. Das ist für mich natürlich auch immer sehr spannend, auch andere Meinungen zu diesen am Ende des Tages natürlich eher individuellen Geschmackstests zu bekommen. Abonniert natürlich gerne auch den Kanal, wenn ihr neue Mozartkugeln-Videos nicht mehr verpassen möchtet. Und dann bleibt mir nur zu sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.